Jedes Mal, wenn jemand deinen Firmennamen in ChatGPT eingibt, feuert ChatGPT im Hintergrund bis zu 15 Google-Suchen ab, gleichzeitig, ohne dass du es siehst. Im Klartext, ChatGPT googelt für dich und genau deshalb ist alles, was du in den letzten 12 Monaten vielleicht über Geo gehört hast, falsch. Ich bin Sebastian Bohaska von der Agentur Tabs Digital. Wir analysieren und betreuen die KI-Sichtbarkeit für Klein- und Mittelständler in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Und bevor du denkst, ich verteidige hier vielleicht mein SEO-Geschäft, wir verdienen mit Geo inzwischen genauso viel wie mit SEO. Mir wäre es auch lieber, wenn es nur einmal eine Disziplin gäbe und die andere vielleicht stirbt, denn dann müsste man nicht beide beherrschen. Aber dem ist nicht so und warum, erfährst du gleich. Was sehen wir sehr häufig bei Klein- und Mittelständlern? Es wird ins Marketing investiert, vielleicht in Geoberater und gleichzeitig kürzt die Geschäftsführung das SEO-Budget. Beides scheint irgendwie logisch, beides zusammen verbrennt aber dein Geld. In den nächsten paar Minuten beweise ich dir das mathematisch an einer echten Marke. Live im Tool mit Daten, nicht nur mit meiner Meinung. Das Konzept heißt Query Fan Out, ein Begriff, den Google selbst verwendet. Die Chefin der Google-Suche Liz Reid hat im Mai letzten Jahres offiziell geschrieben, dass jede Anfrage in ChatGPT ähnlichen Systemen in Subtopics zerlegt und gleichzeitig gegen einen Suchindex abgefeuert wird. Übersetzt in deine Welt heißt das, stell dir vor, ein Kunde fragt einen sehr guten Berater nach einer Empfehlung. Der Berater antwortet nicht sofort, er checkt intern 12 Aspekte, Anbieter, Preise, Erfahrungsberichte, Vergleiche, Regionen, Verfügbarkeiten, Service und Risiken. Erst dann antwortet er dir. Und genau das macht ChatGPT mit Google. Eine einzige Frage in ChatGPT löst durchschnittlich 9 bis 11 parallele Google-Suchen aus. Bei komplexen Themen bis zu 28. Das nicht nur Schätzungen aus irgendeinem Marketing-Pitch, das stammt aus Auswertungen von über 60.000 echten Fan-Out-Queries durch die beiden Firmen Nective und Eka Moeriara. Und es ist patentlich dokumentiert. Blende hier das Google-Patent ein, falls du es selbst nachprüfen willst. Jetzt der Kern. ChatGPT zitiert Quellen, die in mindestens einer dieser 12 Subsuchen oben mitspielen. Während keiner mitspielt, existiert für ChatGPT nicht, egal wie schön deine Website ist oder wie erfolgreich dein Unternehmen. Ich zeige dir das jetzt live. Wir nutzen dazu wieder RankScale, das Tool, mit dem wir bei Tabs die AI-Sichtbarkeit bei unseren Kunden messen. Ich gebe eine echte Marke ein aus einer Nische, die du wahrscheinlich nicht sofort vermutest, weil ich dir beweisen will, dass die Mechanik universell ist. Ob Kloster, Maschinenbau oder SaaS, der Fan-Out funktioniert immer identisch. Hier ist die Marke Kloster Perneck in Niederösterreich, Spezialgebiet Fastenwochen im Kloster. Eine klare googlebare Nische. Wir haben die Suchanfrage, in welchem Kloster in Österreich kann ich fasten, über ChatGPT abgefragt. 8 Wochen lang, jede Woche neu. Schau auf den Bildschirm, das ist der Fan-Out. Aus dieser einen Anfrage werden im Hintergrund 8 bis 12 Google-Suchen erzeugt. Sieh dir die Subqueries gerne an. Fastenkloster Österreich Liste, Klosterfasten, Gäste, Benedikter Fastenkurse, Monastery Austria Fasting Retreats, sogar auf Englisch wird gesucht. Jede einzelne dieser Suchen ist eine eigene Chance, zitiert zu werden oder eben nicht zitiert zu werden. Und jetzt der Aha-Moment. Schau in die Execution History. Bei 7 von 8 Wochen taucht Kloster Perneck in ChatGPT-Antworten auf. Position 1. 100% Sichtbarkeit. In einer einzigen Woche fällt sie auf 0. ChatGPT hat in dieser Woche andere Subsuchen abgefeuert, andere Quellen gewählt, der Algorithmus hat gewechselt. Und das ist genau der Punkt, diese eine Woche. Wenn deine Marke nicht in Google für die richtigen Folgesuchen rankt, hast du keine Chance, dass ChatGPT dich in dieser einen Woche aufgreift. Du wirst unsichtbar und du weißt eben nicht warum. Klassische SEO-Tools zeigen dir das nicht. Klassische Analytics meist auch nicht. Das beweist die erste von 2 Wahrheiten, die du verstehen musst. SEO ist nicht tot. SEO ist die Lieferkette für Geo. ChatGPT, Perplexity, Gemini, sie alle bauen ihre Antworten aus Google-Ergebnissen. Wenn Google nicht rankt, wird in ChatGPT nicht zitiert.
Punkt. Lily Ray von MSive sagt es so: AI-Systeme greifen für ihre Fanouts auf die klassischen Top-Rankings zurück. Und John Müller von Google selbst hat im Mai 2025 geschrieben, wer in AI-Overviews performen will, soll weiter die Dinge tun, die in Search schon immer gewirkt haben. Wörtlich. Aber jetzt kommt die zweite Wahrheit und die ist unbequemer. Klassische SEO wie 2022 reicht nicht mehr. Wer heute denkt, Top 3 Rankings auf einem Hauptkeyword sei genug, verliert. Und hier ist warum. Sistrix hat in einer Studie über 17 Wochen über 82.000 Prompts ausgewertet. Ergebnis: Google tauscht im AI-Mode 56% der zitierten Quellen wöchentlich aus. Bei ChatGPT sind es sogar 74%. Übersetzt: Selbst wenn du heute in der KI-Antwort erwähnt wirst, bist du die nächste Woche zu mehr als die Hälfte wieder raus. Und das ist keine Optimierungsdisziplin mehr, das ist eine Monitoring-Disziplin. Wer nicht jede Woche misst, mit welchen Subqueries seine Marke verliert oder gewinnt, fliegt blind. Was du heute konkret tun kannst in 3 Schritten. Erstens, gib deine wichtigsten Kundenanfragen in ChatGPT ein. Nicht deinen Markennamen, die Frage, die ein Kunde wirklich stellt. Zweitens, prüfe, ob du in der Antwort vorkommst. Wenn nein, weißt du, dass dein Fanout gegen dich läuft. Drittens, wiederhole das jede Woche. Wenn du dann auch nicht erscheinst, hast du ein strukturelles Problem, kein Tagesproblem. Wenn das, was du im Selbsttest siehst, dich beunruhigt, mach den nächsten Schritt gerne mit uns. Wir bieten Unternehmen ab 10 Mitarbeitern einen kostenlosen Geo-Audit an. Wir analysieren dein Query-Fanout in den wichtigsten KI-Engines und zeigen dir, wo du sichtbar bist, wo nicht und wo die ersten und größten 3 Maßnahmen für dich liegen. Den Link dafür findest du unten in der Beschreibung oder im ersten Kommentar. Query-Fanout ist die eine Hälfte des Bildes. Die andere Hälfte heißt Quellenmanagement. Wer entscheidet, aus welchen Quellen ChatGPT überhaupt zitiert? Das schauen wir uns im nächsten Video an. Wenn du das nicht verpassen willst, abonniere gerne unseren Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald im nächsten Video.